Ah, gut. Succession Model. Ja, wir haben gerade gerätselt, wie viele im Raum sind, weil wir sehen nur die Leuchter. Kann man nicht sehen, wie viele. Ich kann ja sitzen und alle, ja, vielleicht am zweiten Schritt. So, du brauchst auch aber erstmal vielleicht. Okay, jetzt kommen wir, legen wir los. Ja. Wir geben jetzt mal Platz an Ilja. Sehr nett. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ich werde das auch gleich noch für die Pischa in Englisch machen. Ich kann leider nicht sehen. Ich versuche zu sehen, wie viele von uns da sind. Vielleicht doch ein paar. Ah, gut. Wäre gerne bei euch. Hier ist furchtbares Wetter. Ich hoffe, bei euch ist es etwas besser. Großes Herbstwetter hier. Okay, a warm welcome to our friends from the Nidisi and the Nepal project. So we are glad to get a presentation from Celia and Deepisha. I just heard from Deepisha that Fabien is not with us, right? And I would like to ask Fiona to be our moderator, as she is in the room with Cecilia and Celia, sorry. And so please, Fiona, would be easier that you'll take over. Okay, I'll take over. Should we maybe do just a quick question? We have einen Gast heute. Yeah, we have a guest here, so maybe we just do a quick introduction. Ah, wir haben noch einen jemand. Wir machen das so, die Celia wird auf Deutsch die Präsentation geben und die Fische wird nur was erzählen und dann können wir das übersetzen. Die Präsentation ist auf Deutsch. So, Dagmar, willst du was schnell bestellen? Hast du das gemacht? Es ist schon raus, du musst mal rausgehen. Und dann, ja, wollen Sie sich kurz vorstellen? Zwei Sätze einfach. Ja. Also, ich bin seit diesen Jahren Mitglied SI Sozialus. So, also ja, genau. Wir waren hier in Kroneberg, jetzt sind wir in Vortrag, also nach einiger Zeit. Und ja, wir haben ja beschlossen, dass wir ja doch ein bisschen mehr Kontakte aufnehmen sollten zwischen den Frauenclubs. Und da ich ja auch jetzt für das Programm mit Gestaltung zuständig bin, also erst ab Januar nächsten Jahres, wollte ich einfach die Schüler voranstrecken, schauen, was sie anzubieten haben, was wir vielleicht mal auch bei uns gebrauchen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir eröffnen. Fiona, wir haben online noch Jutta Trube. Ich weiß nicht, ob du sie auch noch kurz begrüßen möchtest. Zonta-Club Aschaffenburg, das haben wir gerade schon rausgefunden. Genau, ja, hallo Jutta, du darfst dich gerne auch kurz vorstellen. Ja, ich bin Jutta Trube, Zonta-Club Aschaffenburg. Ich bin im Moment, sagen wir nicht als Präsidentin im Club, sondern ich bin in unserem Förderverein die Vorsitzende. Und ich habe letztes Jahr in Hamburg die Pischa als Mentee in unserem Zonta-Mentoring Great Woman meets Great, or Great Girls meets Great Woman bekommen und habe sie im Ostern 2 Wochen auch in Nepal besucht und mir das Projekt und auch Nepal ein bisschen angeschaut. Sehr gut, danke dir, Jutta. Ja, Jutta und ich waren in Hamburg begeistert halt und haben besprochen, wie könnten wir das irgendwie in Zonta-Welt bekannter machen. Damals hatten wir auch diese Online-Call organisiert, wo einige Zonta-Clubs zugeschaltet war, auch jemand aus ZI, aus Amerika. Ja, und ich habe jetzt euch schon erzählt, wie wir das machen werden. Das heißt, Celia wird jetzt kurz die Präsentation machen und die Pischa ist einfach gebeten worden, immer wieder vielleicht mal was zu erzählen aus
ja, aus ihrer Erfahrungen, sie hat letztendlich, hat die Silja mir erzählt, eigentlich dazu maßgeblich beigetragen, dass es überhaupt dieses Projekt gibt und sie spielt eine sehr wichtige Rolle. Deswegen ist es toll, dass sie heute da ist. Und wie gesagt, wir gucken mal, wie das mit Englisch ist, aber wir können auch das übersetzen, wenn ihr wollt. Und sie hat gerade gesagt, es ist fast Mitternacht in Nepal. Ach, dort, genau. So, und deshalb übergebe ich jetzt sofort an Silja von Nidisi Berlin. Du kannst dich gerne selber vorstellen und einfach loslegen. Super, vielen lieben Dank. Eine kurze Anmerkung. Wenn ich zu leise rede, zu schnell rede oder wenn Fragen, Anmerkungen, Kommentare da sind, okay, auf jeden Fall, danke dafür. Vielleicht für die andere Video. Ja, genau, aber generell bei Fragen, Anmerkungen, Kommentaren immer gerne rein. Ich finde das immer schöner, wenn das ein bisschen mehr im Austausch entstehen kann. Ja. Kurz zu mir, ich bin Celia. Ich bin seit gut 2 Jahren Teil von Nidisi. Die ersten 1,5 Jahre habe ich das ehrenamtlich neben der Uni gemacht und darf jetzt seit Januar tatsächlich das auch Vollzeit machen und davon leben, was ein großes Geschenk ist. And if it's okay, I will hand over to the teacher. Langsam gehen. Waren jetzt 1,5 Jahre Genau, ehrenamtlich dabei und jetzt darf ich das auch Vollzeit machen. Das ist also mein Beruf. Okay. And I will hand over to Deepisha, if that's okay, so you can quickly introduce yourself. So, hello and namaste, everyone. So, I'm Dipisa and I'm from Nepal. And I have a background of working in the sector of women empowerment and menstrual equity of past 5 years, both in advocacy and operation level. And I'm currently involved in Nidisi as a project coordinator and the chairwoman of Esparso. And I'm very happy to be here and meet you all. And I pass to you, Celia. And this is typical Disha, being very humble. Would you maybe also explain your connection to Zonta very quickly? Yeah, sorry. Okay, so in 2020, I won the Young Woman in Public Affairs, and I was one of the 10 international awardees that got that award in that year. So that's why I'm connected with Zonta, and since then I have been involved in different panel discussions program where I have been invited by the Zonta International, and same thing happened last year in Zonta International Convention that happened in Hamburg. So I don't know if any one of you remember me, but I was one of the speakers in the panel. Powerful, remarkable woman, powerful stories panel. So yeah, and then I got connected with Yuta and Fiona after that. Yeah, as a mentor from Utah, and then Fiona has also been supporting me and the project. So yeah, that's how I am connected with Zonta. Vielleicht noch mal ganz kurz übersetzt. Sie ist jetzt seit 5 Jahren mit dem Thema Menstruation unterwegs. Sie ist Projektkoordinatorin in Nepal für Nidisi und macht verschiedene Sachen darunter. Das werden wir noch hören. Und sie ist ja diese Gewinnerin von den Young Women Public Affairs Award international und war ja in Hamburg auf der Bühne und hat ja in verschiedenen Interviews von Soden International teilgenommen, und sie ist eine Mentorin in dieses Soden International Programm, Mentoring Programm. Und Jutta Truber ist ihre Mentorin. Zusammengefasst. Okay? Ja. Okay, super. Jetzt funktioniert es natürlich nicht. Bilder kann ich leider nicht groß machen, es tut mir leid. Vielleicht kurz, bevor wir ins Menstruationsprojekt einsteigen. Okay, Entschuldigung. Bevor wir ins Menstruationsprojekt einsteigen, weswegen wir heute da sind, würde ich gerne einen ganz kurzen Überblick über uns als Gesamtorganisation geben. Und zwar sind wir sind Nidisi, wir sind eine deutsche und eine nepalesische Organisation, das heißt, es gibt 2 Seiten der Organisation. Es ist wichtig, dass unsere Organisation 2 Seiten hat. Und wir glauben daran, dass für sehr, sehr viele Probleme auf dieser Welt es schon Lösungen gibt. Es ist eine Frage des Bewusstseins und des Gewissens, dass diese Lösungen auch angewendet werden. Und was wir versuchen, ist das Projekt zu zeigen, dass es durchaus möglich ist, diese Lösungen anzuwenden
um das Ganze sozial und ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu machen. Wir haben, das geklappt, heute 4 aktive Projekte und ich würde einmal ganz kurz einen groben Überblick über unsere Geschichte geben, weil daraus natürlich alle unsere Projekte entstanden sind. Und zwar ist das Projekt Nidisi ist entstanden im Jahr 2015, als einer der Gründer in Nepal war. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber im Jahr 2015 war Nepal ein ziemlich verheerendes Erdbeben. Und naja, die Reaktion von ihrem Gründer auf der deutschen und tatsächlich auch auf der nepalesischen Seite war es, Spenden anzusammeln, Zelte zu kaufen, Nahrungsmittel zu kaufen, Wasser zu kaufen und die in die abgelegenen Bergdörfer zu bringen. Viele Hilfsorganisationen waren da, aber mehr in populationsdichten Gebieten und die Bergdörfer sind extrem schwer zu erreichen. Haben dann angefangen, Nahrungsmittel dahin zu bringen und haben über den Zeitraum knapp 30.000 Euro gesammelt und gemerkt, dass sie das gar nicht ausgeben konnten. Und dann war die Frage, okay, was machen wir jetzt mit diesem Geld? Und nach viel hin und her wurde dann die Entscheidung getroffen, okay, wir gründen unsere eigene EV, Bedarf Nepals. Und daraus ist das Bildungsprojekt entstanden. Unser allererstes Projekt. Wurden mittlerweile 34 Kindern die Möglichkeit gegeben zu hochwertiger Bildung. Das Ganze basiert auf einem Patenschaftsmodell. Das heißt, die Schulgebühren werden bezahlt, Kleidung, Transportkosten, Workshops, Begleitung auf dem Schulweg, außerschulische Aktivitäten etc. Und haben in der Zeit dann auch noch 2 Klassenräume aufgebaut und grandios daran gescheitert, als wir versucht haben, Krankenhaussachen zu digitalisieren. Was wir auch in Deutschland hätte sagen können. Ja, das hätten wir im Nachhinein auch sagen können. Das wurde Gott sei Dank dann von der EZ übernommen. Das ist zwar nicht ganz umsonst, aber wir haben es nicht hingekriegt. Wir haben aber irgendwann gemerkt, dass die Art und Weise, wie diese Projekte konzipiert sind, das heißt Schulen aufbauen, Häuser aufbauen, das ist wichtig, aber nicht das, was wir machen wollen. Jetzt haben wir extreme Abhängigkeiten von Nepal nach Deutschland gebracht. Das ist eigentlich nicht die Art Arbeit, die wir machen wollen. Und haben dann lange nach einer Lösung gesucht, wie wir Projekte aufbauen können. A, in Zusammenarbeit mit der nepalesischen Bevölkerung, aus deren Ideen, nicht aus unseren. Und B, wie wir die so gestalten können, dass die Abhängigkeiten so weit wie möglich minimiert sind. Und deswegen sind alle 3 anderen Projekte, die wir haben, sozialunternehmerisch aufgebaut. Das Wasserprojekt ist unser erstes Sozialunternehmen, das wir gegründet haben. Das heißt, wir haben in Defton ein Wasserzentrum mit einem Wasserfilter, in dem das Trinkwasser gefiltert wird, weil das Wasser in Defton extrem beschmutzt ist mit Arsen und Ähnlichem. Und das Wasser wird dann verkauft. Für die Hälfte des Marktpreises, aber trotzdem hat es einen Preis. Und es wird deswegen verkauft, weil alle Erlöse wieder zurück in das Wasserzentrum gehen. Das Wasserzentrum ist mittlerweile mehr oder weniger selbsttragend. Es wird von einer lokalen NGO verwaltet und wir sind eigentlich nur noch in der beratenden Rolle zuständig. Und wenn große Investitionen gemacht werden, dann kommen die Gelder aus Europa. Für den täglichen Betrieb sind wir nicht mehr involviert. Und das ist letztendlich das Endziel von all unseren Projekten, dass die lokale Bevölkerung viel Entscheidungsmöglichkeit und Einfluss hat wie möglich und wir es irgendwann rausziehen können. Wir haben noch ein anderes Projekt, das ist unser Recycling-Projekt. Ursprünglich hat es damit angefangen, dass wir versucht haben, nicht recycelbare Kunststoffe in Straßenbau zu integrieren. Und das klappt tatsächlich auch. Es wird einfach Bitumen, was ein Rohölprodukt ist, durch nicht recycelbare Kunststoffe, ein anderes Rohölprodukt, ersetzt. Und dadurch werden die Straßen langlebiger und haltbarer. Und das ist eine super Idee. Und es funktioniert auch, wir haben auch eine Ausbildung in Deutschland, die das tatsächlich in Europa macht. Man muss dazu nur an die Plastikströme rankommen. Und an die Plastikströme rankommen. Und an die Plastikströme kommt man nur ran, wenn es eine Recyclinginfrastruktur gibt. Das heißt, wir müssen einen Schritt zurückgehen und sind jetzt dabei, die Recyclingstruktur in Nepal aufzubauen, um dann im nächsten Jahr wieder zurück auf das Thema Plastikstraßen zu können.
Man muss ein System haben, man muss ein System haben, um es einzusammeln. Genau, Ja, es genau. existiert nicht großflächig genug, vor allem mit Gewichts dann und Ja. Celia, du musst noch lauter. Noch langsamer, glaube ich. Ja, Wo baut man denn die Straßen damit? Baut es dann nicht in Europa oder besser in Nepal? also wenn wir Plastik in Nepal sammeln, wird es in Nepal gebaut. Wenn Plastik in Deutschland sammeln, wird es in Deutschland gebaut. In Nepal wird dieses Plastik momentan meistens verbrannt. Oder es landet in den Flüssen und dann irgendwann im Meer. Deswegen ist es wichtig, dass es einen Weg gibt, um das umzugehen. Und ja, unser viertes und größtes Projekt momentan ist das Menstruationsprojekt. Versuch mal zu schreiben. Okay. Ja. Das ist das Menstruationsprojekt und ja, dafür sind die T-Shirts heute hier, um einen Überblick und einen Deep Dive zu geben. Ja, vielleicht einmal kurz, warum dieses Zitat. Ich will es einmal vorlesen. Ja. Super. Stigmatisierung im Zusammenhang mit Menstruation und Menstruationshygiene ist ein Verstoß gegen mehrere Menschenrechte. Insbesondere gegen das Recht auf Menschenwürde, aber auch gegen das Recht auf Nichtdiskriminierung, Gleichheit, körperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Privatsphäre und das Recht auf Freiheit von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung durch Missbrauch und Gewalt. Warum dieses Zitat? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es lange gebraucht hat, bis anerkannt wurde, wie groß der Einfluss der Diskriminierung der Menstruation auf das Leben von jungen Mädchen und Frauen ist. Die gute Nachricht ist, es wird immer mehr anerkannt. Die UN nimmt es mittlerweile an oder auch die israelische Regierung nimmt es mittlerweile an. Die Regierung. Auch die Regierung mittlerweile, ja. Die Umsetzung ist schwierig, aber es kommt mehr und mehr Bewusstsein und es ist unglaublich wichtig. So, und jetzt ganz kurz ein paar Infos zur Menstruation generell, bevor die Bishan noch sagen wird. Wie in vielen Ländern waren die Menstruation ein unglaublich stigmatisiertes Thema. Viele Frauen gelten als unrein während ihrer Menstruation und verunreinigt. Das heißt, sie werden vom sozialen Leben ausgeschlossen, vom Arbeitsleben, von der Schule. Mädchen müssen 10-20% der Schultage verpassen während ihrer Menstruation. Sie dürfen nicht an religiösen Betrieben teilnehmen, sie dürfen keine Pflanzen anfassen, sie dürfen in die Küche, sie dürfen keine Männer anfassen. Und ja, knapp 90% der Frauen in Nepal berichten, dass sie genau diese Erfahrung haben. Und fast noch erschreckender finde ich, dass 85% der Frauen in Nepal keine herkömmlichen Menstruationsprodukte nutzen. Was viele nutzen, sind alte Stoffe oder in ganz extremen Fällen Blätter oder Sachen aus der Natur. Gott sei Dank selten und es existiert. Und es ist wahnsinnig ungesund. Ich glaube, die Folgen, die ich mir vorstellen, das geht von kleinen Ausschlägen bis Unfruchtbarkeit. Gott sei Dank gibt es aber auch in dem Fall Zugang zu Menstruationsprodukten. Nur landen 90% davon in der Umwelt. Wie gesagt, Thema Recycling-Infrastruktur in Nepal ist schwierig. Und das wäre auch in Ordnung, wenn nicht 100% der Menstruationsprodukte in Nepal Plastik anwenden. Es gibt keine biologisch abbaubaren Produkte in Nepal auf dem Markt. Das heißt, alles, was genutzt wird, das sind 120 Millionen Binden im Jahr, landet in der Natur. And Depisha, if you would like to share something, now's the moment. Yeah, I would translate to Pisha, so take it slowly so we can translate it. Yeah, thanks. Great. Okay, so Fiona, will you translate after I finish everything, or would you like translate it by sentence? Or... No, I'll translate you the core of your statement. Okay. So yeah, I will just as Celia just shared like why we are doing what we do. So I think there is also my personal story about why I am in this project. So would like to share a bit about it. So going into the
history of how I grown up. Like I grew up in a community where it was very normal, and it is still normal to be considered impure, dirty, or discriminated against. um, I was always wanted to change the perspective of people around me on menstruation, uh, and also regarding how it has been perceived like in the last years. And in most of the communities in Nepal, menstruating individuals are obligated to follow series of restrictions that limit their access to social and political spaces. Those restrictions include not being allowed to enter the kitchen, religious places, and touch food, plants, animals, and water resources. When I find, Sie hatte schon selber persönlich erfahren als junge Frau, dass sie teilweise ausgeschlossen wurde von alles Mögliche an Treffen und so weiter. Und sie sagt, es ist wirklich überall. Das ist nicht jetzt ein Randproblem in der Gesellschaft, sondern es ist tatsächlich überall. Und sie hat jetzt nochmal wiederholt, was sie sagte, wo man überall in Nepal? Überall in Nepal. Und durch die gesamte Gesellschaft. Und ist es nicht in anderen Ländern, in verschiedenen auch so wahrscheinlich? Doch. Ja, mit Sicherheit. Ja. Also wir graben jetzt hier Nepal. Genau. Genau. Okay. Continue, please. yeah. So when I finally understood the science behind menstruation during my high school, the willingness to share that knowledge with others grew within me. So after my high school, I did several projects on menstruation with different local and international organizations. However, all of the projects that I did during that time were mostly focused on providing awareness on menstruation. And I feel that awareness is important, but to solve the problem of accessibility of menstrual product and period poverty, I wanted to do something more impactful and sustainable. So when I was approached by Nidisi in March 2020 to join the project team that had just begun, I was more than happy because it was exactly what I wanted to do. And then we started building the project's mission and vision that has so much to do with providing accessibility of menstrual product, providing education on menstrual health management, reducing plastic waste, and providing women from underprivileged community with economic empowerment. Okay, what's that? That's it. So That's it. That's it, okay. Sie hat 5 Jahre lang, also sie arbeitet ja 5 Jahre lang in diesem Space. Sie war also sie hat schon in der Schule als Teenager, hatte sie schon eine Awareness geschaffen für dieses Thema. Sie hat auch einige Projekte nebenbei gemacht. Sie hat sich auch informiert über Lösungen und was das Problem ist und war schon eigentlich als Schüler interessiert in diesem Thema. Und nach der Schule hat sie dann angefangen, in Organisationen zu arbeiten. Aber sie hat gemerkt, die meisten sind ja auch diese Awareness schaffen, also einfach versuchen, durch Information, durch Bildung, das Mindset zu ändern. Und sie merkte, dass das irgendwie zu wenig ist, weil es tatsächlich an Lösungen fehlt. Und Nidisi hat sie wohl angesprochen in 2020, letztes 2020, und hat sie auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, und da hat sie sich natürlich sehr gefreut, weil es dann viel mehr ist als jetzt nur noch diese Informationsverteilung. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eine super Überleitung zu, was machen wir eigentlich? Naja, ich glaube, es sagt es ganz gut. Wir wollen, dass Frauen in Nepal, tatsächlich Nepal ist unser Fokus, unabhängig selbstbestimmt leben können und keine Einschränkungen aufgrund ihrer Menstruation haben. Und wir haben dafür 2 Wege gefunden, 2 Probleme, die wir angehen wollen. Das eine ist Mangel an Zugang zu Menstruationsprodukten und das andere ist Mangel an Bildung. Und wir sind der Meinung, dass beides wichtig ist und warum nicht beides zusammen sind. Wie haben wir das gemacht oder wie wollen wir das machen? Wir haben im Januar dieses Jahr nicht in den Ehe gegründet. Wasser, deswegen stand es auch auf der ersten Folie. Das vollkommen biologisch abbaubare Menstruationsspenden aus Bananenfasern produziert und aber auch verkauft.
Das Unternehmen wird von nepalesischen Frauen geleitet. Es werden nepalesische Frauen eingestellt, hauptsächlich nepalesische Frauen aus unterprivilegierten Umständen. Und die Erlöse gehen einerseits ins Unternehmen selber zurück, das heißt für Gehälter, Skalierung, neue Maschinen etc. Andererseits aber auch in Bewusstseinskampagnen, das heißt in Workshops rund um Menstruation, Menstruationshygiene und auch Geschlechtergleichheit und Frauenrechte. Damit wir eben beide Seiten gleichzeitig haben, aber damit das Projekt sich auch irgendwann selber tragen kann und wir wieder diese Abhängigkeit reduzieren können. Einmal kurz, ein grober Überblick, wie funktioniert das Ganze. Wir haben links einmal die 3 Schichten der Dinge. Das heißt, wir haben einen Fließstoff aus Baumwolle, dann haben wir die Mitte, das ist das Aktivierende, das ist ein kleines Bananenfaser. Und das unterste, was ein Biokunststoff ist, ist Maisstärke. Die Mitte dieser Binde wird aus Bananenfaser hergestellt. Und es ist ein Abfallprodukt. Das sind die Stämme, die irgendwann abgeholzt werden. Damit kann man nichts mehr anfangen, theoretisch. Und diese Farbe muss man aufbereiten und daraus die Mitte dieser Dinge zu produzieren. Und das wird eben in der ersten der beiden Produktionsstätten geschehen. Das geschieht bei denen schon in der ersten der beiden Produktionsstätten. In der Bananenphase auch bereits. Dort werden die Bananenphasen im Center oder den Kern der Binde verwandelt. Das Ganze geht dann weiter zusammen mit dem Baumwollfließstoff und dem Biokunststoff, den man dann einkaufen. Das Ganze wird dann in der Bindenproduktionsstätte in der Binde verwandelt. Das wird aufbereitet, zusammengesetzt, geklebt, eingepackt und ist ready für die Auslieferung. Ja, und das Ganze geht dann weiter und wird gekauft. Momentan im ersten Schritt erstmal hauptsächlich an Apotheken und Kleinhandel. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir in Kontakt mit mehreren NGOs in Nepal, wie zum Beispiel Terraon, die bereit wären, sie wirklich zu kaufen und dann an Schulen zu verteilen kostenlos. Wie gesagt, Erlöse gehen einerseits zurück ins Unternehmen und andererseits in Aufklärungsworkshops. Und wo kommt das Know-how für diese Abwägung her? Genau, also wir haben einen Ingenieurteam, der das mitentwickelt hat. Aber natürlich nicht alleine. Das heißt, die Binde haben wir zusammen entwickelt mit der französischen Universität. Ah ja, Also alles, was wir entwickelt haben, wurde immer in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut entwickelt. Ja, ich bin nicht alleine. Wo man sagen muss, dass Florian, unser Ingenieur. Und wie lange sind Sie da schon dran? In der Binde? Seit Ja. 2020. 2020. Und ich glaube, wir sind momentan bei Prototyp 8 oder 9. Der hoffentlich langsam mal finale ist. Aber Wahnsinn, dass es sowas noch nicht gibt. Ja, das ist das die ganze Zeit mich noch gibt. Ja, Leute, ich arbeite seit 10 Jahren im Unternehmen. Natürlich gibt es das. Und Fasern sind zu teuer. Da kann man den Preis, kann man für so Großproduktionen ist einfach nicht einzukaufen. Aber sie werden nicht angeboten. Die werden nicht hergestellt. Ist so wie Orangensaft. Valensina ist auch pleite gegangen, weil die Orangenpreise einfach nicht sozusagen zu kontrollieren sind. Aber wenn es zu weltabhängig ist, Ich bin jetzt aber Winde, das wäre mir wichtiger. ich kann dir sagen, das ist ein Das ist ja nicht hier, das Bananenzeug. die Bananenzeug wächst ja nicht Ja, hier. ist klar, das muss man natürlich in den Und Ländern. in den normalen Binden ist übrigens auch Baummaterial drin. Das ganze Absorptionsmaterial, was nicht Superabsorber ist, ist aus Bäumen. Das ist Zellulose. Heute schon. Ja. Und das Backsheet aus Maisstärke, zumindest das, was wir benutzen, ist nicht biologisch abbaubar. Es ist zwar hergestellt aus Mais, aber es ist nicht biologisch abbaubar. Vielleicht ist es bei dem hier anders, aber bei unserem ist es nicht so. Ja. Man kann die Binde tatsächlich kompostieren. Das funktioniert dann auch. Das funktioniert schon. 2000 Stück pro Minute. In der Menge passiert das Nein, das war's. Ja, vielleicht ganz kurz, unten sieht man unseren letzten Prototypen unten rechts. Links die Bananenfasern, die dann hier gepresst werden und dann zerschnibbelt und dann
weiter aufbereitet und die Details richtig beantworten. Ja, und wie gesagt, der Kern der Windel wurde zusammen mit einer französischen Universität entwickelt. Der nächste Schritt für uns ist es, dass wir auch die Oberfläche und die Schicht selber entwickeln wollen. Aus dem Grund, dass wir das momentan aus Indien importieren müssen, weil es in dem Fall nicht hergestellt wird, auf jeden Fall nicht in der Qualität, in der wir es brauchen. Und Nepal ist super Importsteuer. Das heißt, wenn wir das selber produzieren können, können wir Transportemissionen senken, auch den Preis senken. Und das ist letztendlich das Ziel, dass wir so günstig wie möglich kaufen können. Was sind denn eure Stückzahlen? Noch sind sie 0. Ach so. Aber wir werden im ersten Jahr, wir wollen jedes Jahr hochstocken, im ersten Jahr werden wir 55.000 Binden produzieren. Das heißt, die 2.000 Binden pro Minute sind ganz weit entfernt. Und es wird dann hochgehen, ich glaube auch das dritte Jahr, wenn es ungefähr 600 werden. Okay. Könnt ihr uns hören in Zoom? Ja? Okay. Okay, super. Okay. Und nachdem wir jetzt schon seit 7, 8 Jahren mit Meter arbeiten, haben wir irgendwann gelernt, deutsche Maschinen nach Meter bilden, was überhaupt keinen Sinn. Maschinen müssen auch in Meter für Meter entwickelt werden. Müssen im globalen Süden für den globalen Süden entwickelt werden. Und haben gemeinsam mit dem National Innovation Center in Nepal die Maschinen, die man da sehen kann, entwickelt. 2 Gründe. Unser Projekt ist so aufgebaut, dass es einfach kopierbar sein soll, von uns aber auch von anderen. Das heißt, wir brauchen Maschinen, die einfach aufzubauen sind. Und das Zweite, wir brauchen Maschinen, die wir selber vor Ort entwickeln. Also Stoff und Support. Genau, und auch das werden wir gemeinsam mit Projekt in Zukunft für die anderen beiden Schichten entwickeln. Und eine langweilige Folie, aber wir sind sozusagen das heißt einfach auch Kennzeichen. Genau. Um das vielleicht einmal kurz zu erklären, die Kosten, das große Grüne, was man sieht, sind die Einnahmen durch das Verkaufsvolumen. Projiziert natürlich, keine Gewähr. Und wir gehen davon aus, dass wir im dritten Jahr fast schon 62.000 Euro einnehmen können. Und was man aber auch sieht, ist, innerhalb dieser Balken ist ein zweiter Balken. Für die ersten 2 Jahre wird dieses Projekt auf jeden Fall das Unternehmen von Europa aus subventioniert werden müssen, weil erst ab dem dritten Jahr Überschüsse überhaupt bestehen. Trotzdem, da oben sieht man es, 3.000 Binden pro Tag wollen wir am Ende produzieren im Jahr 3, die genaue Frage zu beantworten. Was ungefähr dem Jahresverbrauch von 6.400 Frauen menstruierenden Personen entspricht. Das ist aber auch nach 3 Jahren der Produktion. Die Binden werden in Schachteln mit 8 Binden verkauft. Das liegt daran, dass Frauen Meter so haben wollen. Wir haben große Umfragen gemacht. Und die kosten ungefähr 90 Millionen Rupees. Das sind, wenn man es runterbricht, auf Euro pro Binde mit 8 bis 9 Cent. Ist das viel oder wenig? Das ist ziemlich genau in der Mitte drin. Ja, stimmt. Nee, das ist und genau deswegen wollen wir eben die Schichten entwickeln, damit wir das langfristig denken können. So, weil der Importsteuer so teuer ist. Weil die Importsteuer teuer ist. Und den zweiten Hebel, den wir haben, wir arbeiten auf eben an einer Kompostierung, einer sehr großen. Wir werden dann den Kompost an den Bananenbauer geben, die uns im Gegenzug den Müll geben, sozusagen. Dass wir werden in Zukunft auch keine Kosten mehr für die Bananen stellen. Das heißt, wir haben die Preise langfristig senken. Am Anfang müssen wir das Projekt aber auch irgendwie so aufbauen, dass wir es tragen können. Das heißt, mittleres Segment hoffentlich irgendwann die Segment. Aber das wird noch ein bisschen Forschung brauchen. No, und die Folie, jetzt ist die Pische weg, ist unser Bewusstseinskampagne, was machen wir eigentlich zum Thema Bildung. Wenn es okay ist, würde ich gerne eine Bücher abgeben, das ist Ihr Feld der Expertise. Ich würde Sie bitten, dass Sie mich nach Hause übersetzen können. Ja. Die Pische?
Yeah, sorry, there was some problem with my internet connection. So, No worries at all. We're at the awareness slide. It would be great if you could tell us something about it. And maybe if you could take some breaks after some paragraphs so we could translate in between. yeah, I think I will quickly share it about why the awareness campaign is like so important for us at Espresso. Mhm. Is it fine if I start or? Please start. Okay. So yeah, just some background that in Nepal, literacy rate among women is very low, especially in the rural areas where around 80% of population lives. Even though menstruation is a part of a school textbooks, most of the time it is neglected by the teachers, considering it a shameful subject. Because of this behavior shared by the teachers, many students get discouraged or even learn about it by discouraged to even learn about those things by themselves. So it was also the same case for me. That's why I learned about menstruation clearly when I was already in high school, where my major was in biology. The discrimination and restrictions are often the results of the lack of education of the subject, as menstruation is commonly understood as a process through which dirty and unnecessary blood goes out of the female body. Fiona, do you want to translate until here? Also sie sagte, dass eigentlich ist Menstruation ein Teil der Curriculum in der Schule, aber oft wird es nicht behandelt. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil es einfach unbequem ist und unrein und schön zu verwickeln. Und deshalb wird tatsächlich die Mädchen oft nicht aufgeklärt über das Thema überhaupt. Und sie selber hat es auch erfahren. Sie hat es selber erst gelernt später. Und du hast fragen, in Nepal gibt es ja Hindus und Buddhisten. Ja. Ist das Problem für beide gleich? Ja. Oder ist es bei den Buddhisten nicht so? Ich kann mir vorstellen, dass bei Hindus Genau. Stimme. Also Nepal ist ein hauptsächlich hinduistisches Land. Ja. Und es ist tatsächlich gleichstellend, dass der Hinduismus sich extrem die gesamte nepalesische Kultur geprägt hat. Das heißt, Menstruation ist nicht nur religiöses Stigmatisieren, sondern wieder kulturell. Es zieht sich durch alle Kasten und durch alle religiösen Das heißt also auch, dass auch wenn Binden jemanden angenommen oder genutzt werden, ist das Thema oder das Problem Menstruation, das dann unrein ist, noch nicht von der Welt. Genau, und deswegen brauchen wir beides Thema hier. Okay, Deepisha, continue, please. Okay. So yeah, all the reasons that I mentioned to you earlier were a reason why since the founding days of Aspersa, we have been actively engaging in awareness campaigns on menstruation and menstrual health. So our awareness campaign aims to educate people on different aspects of menstruation and menstrual health to eliminate the stigmatization and discrimination. Until now, we have reached around 8,000 young people across different regions in Nepal through online webinars and physical workshops. It's been more than 3 years since we started our first awareness campaign, and the most valuable lesson when we look back has been the necessity of making it sustainable and more impactful. Therefore, now we have come up with the concept of Spursa Ambassador Program, where we will support menstrual activists from different regions of Nepal with resources and trainings they need. Through the ambassador program, they will be supported to design community level awareness campaigns relevant to their communities. To support the activists financially, we will also provide them with a monthly salary. This way, we want to reach around 20,000 young people in the first year. That's it from my side. Celia, pass to you. Thank you, Deepisha. Interessiert mich nur am Rand, gibt es in Nepal mehr männliche Lehrer als weibliche? Deepisha, we have a question. Das Salat gestellt, ganz oben auf dem. Mhm.
Are there more, do you know if there's more male or female teachers in Nepal? Technically, there are like more male teachers than female. As I explained to you, that the literacy rate among women is still very low compared to the men. So often it's male teachers who are teaching them. Amazing, And thank you. and the perception regarding period is almost similar in both genders. Okay. Mehr Menschenlehrer. Wissen wir auch sagen, dass das die Leserate, also Frauen, die Leser haben wir relativ niedrig, glaube ich, für Männer. Nee, wir warten jetzt. Jetzt auf 45 Minuten. Okay, kurze Übersetzung? Ja. Okay, die Awareness-Kampagnen, also die Bewusstseinskampagnen haben im Jahr 2020 angefangen. Seitdem haben wir etwa 7.000 Kinder und junge Frauen erreicht. Bei Kindern sprechen wir über Jungen und Mädchen. Weil es wichtig ist, dass beide Geschlechter informiert werden. Eines der größten Learnings für die Teacher war es, dass es wichtig ist, dass diese Bewusstseinskampagnen auch nachhaltig sind. Das heißt, nicht wiederholt werden, das heißt, der Kontakt muss aufrechterhalten werden. Und deswegen haben wir unser BotschafterInnen-Programm entwickelt. Das heißt, 7 Jugendliche in Nepal werden nächstes Jahr von uns ausgebildet. Wie gibt man diese Workshops? Wie gibt man Community Leaders, etc. Und werden dann einfach diese Workshops über mindestens ein Jahr wiederholt in Schulen zu geben, aber auch gemeinschaftliche Visionen im Erwachsenen zu führen. Das Ziel ist, dass in einem Jahr 20.000 Kinder erreicht werden und 1.500 Erwachsene. Toll, das ist super. Ich wollte noch einen kurzen Überblick geben darüber, wo wir heute sind und wo wir hinwollen. Wie gesagt, Mai 2020 Anfang des Projektes. Deepisha, do you want to share about the research? Yes, Celia. And I'm using my mobile phone right now, so I can't share my video. Yeah, I will just share like regarding the research. So yeah, like last year in December, it's actually like that between 2021 and 22, we conducted this research on menstrual product choice and accessibility among Nepali women and girls. So for this research, me and my colleague Pukas and husband travel to all the 7 provinces that are in Nepal and collected around 840 data through in-person interviews. So the main aim of the research was to better understand the situation of Nepali women and girls regarding accessibility of menstrual product and practices. In Nepal, it is hard to find reliable data on menstruation, especially done on larger population. So that's why we did this research with the aim of sharing the data with other organizations working in the same field and also with the concerned stakeholders. Thanks to the Garden of Hope Foundation from Taiwan, who made this study possible for us through their grant award. And yeah, the research just changed the whole perspective for me towards situation of women and girls in Nepal. Like I knew how it was, but I didn't know that it was that bad. So the research led us to a village in the far western region in Nepal where menstruating women and girls must live in a hut or cow shed far from their home, where they are prone to snake bites, sexual abuse, and animal attacks. Beside the life-threatening situation, they are not provided with enough nutrition, care, and sanitary facilities. Another situation that impacted me the most was when we were in a village in Tarai region of Nepal, where I had to go inside the houses to interview the women there, as they were not allowed to step outside of their houses. So, in one of such instances, a woman shared with me that there are only 3 situations in her life when she's allowed to go out of her husband's house. One, when she had some medical emergencies. Second, when she has to visit her parents, which is nearly like rarely around 2 to 3 times a year.
and third, when she passes away. So this incident really broke my heart, and this interaction with her did something for me, and it made me reflect on my privilege. Who had like opportunities, to study, that I can travel, and I can do what I am really passionate about. And it also made me realize why I am in Spursa and why we are doing what we do. And also the fact that there's still so much work left to do in the field of women empowerment and women's rights. Not only in Nepal, like this is only a small case of what is happening in Nepal, and this is reality of so many women and girls um, around South Asia or even in other continents. So this was my general experience about the research and why it was important for me and for the project to do it. Tisha, thank you. We have to end up now, but I will translate that because das war fand ich total spannend. Die haben tatsächlich 840 Frauen befragt. Die haben in jeder Region, sie und noch eine, in jeder Region in Nepal gereist und haben diese riesen Befragungen gemacht. Und da würde es ihr erst recht überhaupt klar, wie groß das Problem ist. Und sie hat natürlich sehr viele Stories und Geschichten von Frauen gehört, die ihr Herz gebrochen hat. Aber letztendlich konnten sie dieses Wissen und Knowledge dann anwenden für dieses ganze Projekt. Und das hat ihr bestärkt und geholfen, das Projekt auszusetzen. Also bevor wir jetzt schließen, hätte ich noch eine Frage, weil, wie gesagt, ich bin ja aus einem sehr ähnlichen Bereich, ich arbeite nur auf einer sehr kommerziellen Seite. Aber Menstruationstassen wären ja tatsächlich eine viel nachhaltigere und auch sozusagen auch finanziell unabhängige Methode, die wir ja auch seit Jahren versuchen, auch in Afrika einzuführen. Habt ihr darüber nachgedacht? Ja. Haben wir? Ja. Genauso wie wir vielleicht verbinden. Ja, aber dafür braucht man wieder Waschmöglichkeiten. Aber auch Menstruationstassen sind die muss man nur mit Wasser ausspülen. keine Option. Okay, Weil Diskriminierung wird auch irgendwann integriert. Und wenn dieses Blut dreckig und verunreinigend ist, dann ist auch eine Menstruationstasse eine Aktion, aber auch nur wenn sie ausgespült werden muss, ist das schon keine Option. Und B, Menstruationstassen müssen eingeführt werden. Auch das ist in Nepal derzeit keine Option. Ich glaube, 0, irgendwas % der Frauen in Nepal benutzen Menstruationstassen. Das sind junge Frauen in Nepal. Das sind 0,%. Tampons werden auch wesentlich genutzt. Also diese Einführen ist auch ein Thema. Ja gut, aber das ist in vielen Ländern, das ist nicht nur Nepal. Ja, ich meine jetzt schon, also dieses Wasser, wie willst du da irgendwo dann reinkommen an Wasser? Ja. Also es wäre schön, wenn wir hinkommen. Das wäre total toll. Kann man ja auch. Aber noch müssen wir kleinere Schritte gehen. Ja. Gut, gibt es noch einen letzten wichtigen Punkt? Oder haben wir... Dipisha, I will tell you that we will end now. Wir haben noch einen wichtigen Punkt. Ja. Und zwar diese Bindenfabrik, die Ja. die schon Bananenfaserfabrik, die wir sehen, die wurde jetzt vor 3 Wochen fertiggestellt. Das heißt, es werden die ersten Bananenfasern produziert und ist auch dank Ihnen allen. Die Spender zusammengeschlossen. Vielen Dank für den Support. Unsere Organisation würde es nicht geben, wenn ich nicht Organisationen wie Sie gebe, die uns unterstützen. Das wäre sehr gerne. letzter Punkt von mir. Danke für Ihre Geduld. Dipisha, we're wrapping it up. I just said thank you. Would you like to say something as well? Thank you for your attention and the opportunity to present our work. And we all at Spursa Project are very grateful towards your Zonta Club for the donation and the support. And it means a lot to us, especially to me, that I have gotten so much support from the Zontians around the world. And thanks a lot to Fiona for organizing it. And thank you everyone, and have a nice evening. Thank you for staying up so late. Thank you so much. That was really helpful. Julia, möchtest du? Ich möchte es gerne groß machen. Ich frage mich wie.
Ich sage auch Tschüss und nochmal herzlichen Dank auch, dass Silja gekommen ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich von Berlin. Und ich hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Abend und gebt Silja auch einen Überblick über uns, die Zonta-Welt, unsere Projekte und vielleicht auch Orange the World. Also insofern wünsche ich euch einen schönen Abend. Genießt es, das Essen und ansonsten auch die Ferien. Und die Pisha, many thanks for being with us tonight and have now a wonderful evening or good night to you.